herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute gibt es mal so einen richtig leckeren Wiesensemmel. Und wenn ihr sehen wollt, wie man den gemacht hat, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Zuallererst ein Dankeschön geht natürlich an Cosori Deutschland. Die haben mir die Heißluftfritteuse zur Verfügung gestellt zum Testen. Das werde ich auch tun. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang rum. Wir fangen sofort an. Und ja, für unseren Wiesensemmel, ja, ist ja gerade Oktoberfest, habe ich mir überlegt, ich mache einen leckeren Spanferkel-Rollbraten, den habe ich hier liegen. Und ich werde ihn machen in der Cosori Heißluftfritteuse. Da machen wir es gar nicht lang rum. Ich zeige euch gleich mal das Programm, was ich wähle, bevor ich ihn einsalze. Ich hoffe, man sieht es. Ich nehme Backen. 165 Grad hat das Ganze. Und wir gehen mal, ja, Stunde 20 werde ich schon brauchen. Der Spanferkel-Rollbraten ist so 1 Kilo schwer. Ah, das geht nur eine Stunde, okay. Dann nehmen wir Preheat. Lassen das Ganze jetzt vorheizen. Und jetzt geht es weiter mit dem Spanferkel-Rollbraten. So, da habe ich den Spanferkel-Rollbraten. Hat eine schöne Schwarte und er wird nur gesalzen. Das ist ein bisschen mehr Salz. Da kann man ruhig was dran machen. Dreht man das Ganze mal um. Salzt das auch von der Seite. Und es gibt ja nicht nur ein Stück Rollbraten, sondern ich mache auch noch ein paar schöne Schmorzwiebeln mit dazu. Aber das machen wir, sobald der Rollbraten fertig gesalzen ist. Also von allen Seiten ein bisschen salzen. So, perfekt. So, auch noch mal drüber. So. Jetzt können wir so ein bisschen her und rollen. Deswegen habe ich es auf eine Glassichtfolie. Packen wir es kurz so ein. Und dann vergeuden wir auch kein Salz. Und ich kann das Brett noch mal nehmen, um meine Zwiebeln zu schneiden. So. Wunderbar. So, da sind wir an unserer Fritteuse wieder. Die ist schon auf Temperatur. Wir öffnen mal. Da braucht man gar nicht so viel machen. Wir legen da rein. Zu. Und so nach 20 Minuten schaue ich mal in die Fritteuse. Schau mal, ob ich ihn drehen muss. Und da sehen wir uns wieder. So, eine halbe Stunde ist vergangen und ihr seht wahrscheinlich, ich habe umgestellt auf Airfry. Das Backen ist ganz okay. Wahrscheinlich, wenn man Kuchen backt oder Brötchen aufbackt. Fürs Fleisch habe ich jetzt entschieden, das auf Airfry zu stellen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lasse es noch so weiterlaufen. Und so in, ja, sagen wir mal 10 Minuten, Viertelstunde, melde ich mich noch mal kurz, dann drehe ich es um. Und dann kriegt er noch mal richtig Power, dass die Schwarte dann, ich hoffe es mal, ein wenig aufploppt. Ja, da sehen wir uns wieder. So, jetzt schauen wir noch mal rein. Ich habe auf 180 Grad erhöht. Jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um. Herrlich. Und hoffen, dass die Schwarte ein bisschen aufploppt. Ich gehe mal auf 185 Grad und 20 Minuten. Ich denke, dann dürfte man auch das Ganze geschafft haben. Und da sehen wir uns dann wieder. So, ich habe gesagt, ich mache noch Schmorzwiebeln mit dazu. Das sind 2 Zwiebeln, dann brauche ich ein bisschen Butterschmalz, ich brauche Zucker und Salz. So, jetzt werden wir das alles mal in Ringe schneiden. Mache es einfach so. Ja, den Strunk schneide ich immer raus. Und dann schneide ich das gerade so in schöne Scheiben. So, die Zwiebeln sind geschnitten. Jetzt gehen wir zu unserem Pfännchen und da braten wir sie gleich an. So, unser Pfännchen ist soweit. Wir haben schon mal eingeschalten. Da kommt ein bisschen ein Butterschmalz rein. Ihr könnt es auch mit Öl machen, Margarine, Butter, was immer ihr gern nehmen möchtet.
So, dann machen wir unsere Zwiebeln gleich rein. Oh, die können schön schmoren. So, die lasse ich jetzt schön schmoren und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, jetzt haben wir die Zwiebeln schon ein bisschen anschmoren lassen. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Zucker dazu, dass das schön karamellisieren kann. Und dann mache ich gleich noch ein bisschen Salz dazu, dass das auch noch ein bisschen Geschmack bekommt. So, das genügt schon. Und das geht dann auch rucki zucki. Habt ihr die wunderbar karamellisiert und habt eine wunderbare Farbe an euren Zwiebeln. So soll es sein. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn wir fertig sind. So, unsere Zwiebeln sind fertig. Wunderbare Farbe, schön karamellisiert. Die kommen jetzt raus. Und wir gehen rein in die Küche. Da liegt auch schon der Spanferkel-Rollbraten. Den habe ich schon raus aus der Heißluftfritteuse. Das habe ich noch nicht gefilmt, aber ihr seht ihn ja gleich und da sehen wir uns. So, jetzt sind wir wieder in unserer Küche und hört mal. Also wenn das nicht aufgeploppt ist und knusprig ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. So, wir schneiden jetzt auf und dann haben wir so eine Senf-Mayo-Dressing. Wie gesagt, die vorhin gezeigten Zwiebeln. Und das ist die Senf-Mayo und ein paar eingelegte Gürkchen. Und Brötchen. Und so ein Kaisersemmel. Zack, so ist. Und jetzt schneiden wir mal. Oh, ja, das. Ein Träumchen. Hervorragend. Und schön saftig. Wunderbar. Ich muss euch einfach zeigen. Also, Wahnsinn. Schneide mal so 4 Scheiben, oder? Ja, ja. Und super, also wahnsinnig saftig. Mmh. Guck, da kommen noch ein paar Hände zu. Ich will was glauben. Mmh. Herrlich. So. Extrem lecker. So, dann werde ich sagen, wir fangen mal an. Wie willst du? Ein bisschen Mayo, ne? Ja, ja, genau. Udo, zack. Dann ein bisschen Zwiebeln, oder? Ja, ja, ja. Schmeckt mir vielleicht sogar mit so Röstzwiebeln. Mhm. Dann eine Scheible. Ja. Nimm gerade die, ne? Ja. Lecker. Dann willst du wieder ein bisschen Mayo, schätze ich. Ja, immer. Gut. Und jetzt willst du noch Zwiebeln und Gurken? Ja. Ja. Perfekt, so. Ja. Ich würde sagen, dann setze ich den wieder drauf. Ja. Und dann kannst du den da. Ja. So. So sieht er jetzt aus, unser Wiesensemmel. Und jetzt wird er nachher probiert. Und dann gibt es noch Abschlussfazit. So, wir kommen mal zum Fazit, Leute. Ich bin begeistert. Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Heißluftfritteuse so eine Kruste hinzaubern kann. Das war echt fantastisch. Also von der Zeit her war es nämlich eine Stunde, glaube knappe 50 Minuten oder so, was waren es ändern. Und die Schwarte war richtig lecker, nicht verbrannt, richtig knusprig und das war richtig ein Traum. Und das Wiesensemmelchen, ihr habt es ja gesehen, richtig lecker, ganz einfach gemacht, so kenne ich das noch von früher. Und es hat richtig Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Und die Cosori Heißluftfritteuse ist echt der Knaller, ja, was man damit alles anstellen kann. Ja, hat richtig Laune gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Probiert es einfach mal aus. Und was soll ich noch groß schnacken? Wenn es euch gefällt, ein Abo ist immer super, ein Kommentar freut uns natürlich auch immer sehr. Und natürlich vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.